Hast du schon mal je eine Behandlung oder eine Therapie abgebrochen? Und womöglich fühlst du dich bis heute schuldig dafür? Und hast du vielleicht gewusst, dass mehr als 60% aller Borderline-Patienten in den ersten 3 Monaten ihre Behandlung abbrechen? Oder bist du genau andersrum davon überzeugt, dass dieser Therapeut oder dieser Behandler die Schuld dafür trägt, dass diese Behandlung nicht zu Ende geführt werden konnte? Ich bin Gabriela, ich bin Trauma- und Körperpsychotherapeutin und lasst uns jetzt heute 5 mögliche Gründe dafür zu beleuchten, warum man eine Behandlung bzw. Therapie abbricht. Der erste Grund kann das sein, dass du kein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen konntest, beziehungsweise bevor das überhaupt entstehen konnte, du bereits in diese Bündnis, in diese Therapie oder Behandlung getriggert worden bist. Denn wir müssen uns wirklich auch bewusst sein, wenn wir über solchen Themen, die uns früher auch im Leben sehr, sehr viel Schmerz verursacht haben und dadurch sehr viele auch toxische Überzeugungen und auch natürlich im autonomen Nervensystem solche Veränderungen bewirkt hatte, dass wir heute diese Folgen noch voll und ganz in uns tragen, ist es zwangsläufig und mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann also während der Therapie oder während dieser Begleitung du mal auch getriggert bist. Und zwar ausgelöst durch die Person, Behandler oder Therapeut, wobei das auch eigentlich, also die Person an sich, frei ersetzbar wäre, aber durch die Situation, was dort passiert war, erinnert dich genau an so eine traumatisierende, frühere Situation. Das kann natürlich dazu führen, dass du vielleicht auch nicht mal bewusst, aber einfach dieses Empfinden bekommst oder das Bedürfnis, dass du das jetzt beenden möchtest. Mein zweiter Grund, den ich dir mitgebracht habe und ich oft auch in meinen Begleitungen wahrnehme, und ist zum einen eigentlich ein sehr positives Ereignis, denn es zeugt ja schon von ein Stück von Heilung. Auf der anderen Seite sind es Dynamiken in der Persönlichkeit, die nicht nur den Prozess der Heilung, sondern dann auch womöglich dieses therapeutische oder Coach-Bündnis, aber gefährdet beziehungsweise auf jeden Fall stört. Wovon ich spreche, ist das sogenannte Täter-Introjekt. Ein Täter-Introjekt ist eine Stimme, ein Teil von traumatisierten Persönlichkeiten, die Personen, also die Betroffenen, noch während der Kindheit und Jugend für sich internalisiert haben. Das bedeutet, dass die Täter, also meistens die missbräuchlichen Bezugspersonen, entweder solche Aussagen getätigt haben oder solche Regeln, Gesetze innerhalb des Lebens aufgestellt haben, die zu erfüllen waren. Und damit du dich dort retten kannst, hast du diese Überzeugungen und Regeln für dich internalisiert, also als deines gemacht, und du hast dann auch danach gelebt. Warum denn wohl? Damit du dich schützen kannst. Also sprich, wenn du dort entsprechen konntest, dann warst du in Sicherheit. Natürlich war das eine Scheinsicherheit, aber als Kind und mit deinem damaligen kindlichen Verstand hast du das sehr, sehr gut ausgeheckt, und ist das dann genau passiert, dass du diese täterspezifische Denkweisen, vielleicht auch sogar emotionale Muster, aber auch gewisse Ansichten und Regeln
für dein Leben übernommen hast. Und diese Täter-Introjekte sind natürlich bis heute aktiv. Ja, wovon ich jetzt spreche, wenn es dann ein Grund ist, dass du deine Behandlung beendest, ist die Situation, wenn du bereits auf dem Weg der Heilung immer mehr Selbstwertgefühl, immer mehr Selbstwirksamkeit entwickelst und dann gleichzeitig kommen natürlich die Stimmen von Täterintrojekten, denn die sind plötzlich in Gefahr, nicht wahr? Die sind in Gefahr, dass man die nicht mehr braucht. Also fangen an, dir irgendwelche Dinge zu erzählen, ja? Du bist immer noch so klein, du bist so doof, du bist ein Niemand, du kannst das nicht, du bist ein Versager, etc. cc. Das bewirkt natürlich, dass du in einen inneren Konflikt kommst. Denn einerseits gelangst du immer mehr zu Selbstwertgefühl, immer stabiler bist du und das ist ja ein Schritt Richtung Heilung. Auf der anderen Seite gleichzeitig ist dieser Täterintrojekt immer noch da und möchte etwas erreichen. Wir wissen, dass alles, was wir damals auch oder auch heute noch, unser Körper, wenn etwas entwickelt, dass es immer einen Sinn und eine Funktion hat oder hatte. Ich habe gerade beschrieben, warum wir diese Täterintrojekte zu unser gemacht haben. Ja, wenn ich mehr Selbstwertgefühl habe, wenn ich auch eigenständig, autonom mein Leben bewerkstelligen kann, meinen eigenen Kopf habe und auch mich vielleicht wehren kann, dann ist natürlich diese Stimme aufgeschmissen. Das heißt, nicht nur, dass in eine Art von Gefahr kommt, sondern gleichzeitig wird natürlich bei dir nochmals ein Loyalitätsdilemma aufkommen, weil diese Täterintrojekte so tief in uns sitzen, dass diese Loyalität zu deinen ehemaligen Bezugspersonen immer noch irgendwo lebt, meistens auf emotionaler Ebene, was uns ja dann sehr, sehr ausgeliefert lässt, auch später, sogar in Partnerbeziehungen. Aber genau diese komplexe Dilemma in dir ist dann plötzlich ein unaushaltbarer Zustand und du kommst in einen Konflikt. In einen Konflikt, soll ich jetzt da weitergehen und wirklich selbstständig werden und selbstwirksam werden, oder bleibe ich mit diesem Täterintrojekt in Freundschaft und ich ergebe mich weiterhin. Es kann sein, dass du diese Fragestellung gar nicht bewusst stellen kannst oder dir stellst, sondern vielmehr unbewusst nur diesen wahnsinnigen Widerspruch in dir spürst und womöglich die Anspannung, was dadurch auch im Nervensystem dann entstehen kann. Du sagst, es kann doch nicht irgendwie richtig oder heilsam sein und du dann einfach vielleicht so entscheiden würdest, das ist das Beste, dass du das abbrichst. Mein drittes Beispiel für dich ist ein Paradox, was auch wieder mit Nervensystemregulierung zu tun hat. Und zwar, du bist davon überzeugt, du bist bei der besten Therapeutin, bei der besten Behandlerin, bei deinem Besten, den du da überhaupt auf dieser Erde auftreiben konntest. Und dann sind auch die Interventionen, die Methoden, nicht wahr, auch vielleicht klinisch, ist ja so viel, Erfolgsgeschichten sind da. Und du merkst nur, dass dir das alles irgendwie nicht nur nicht hilft, sondern sogar dir schlechter geht, also gefühlt zumindest. Und es kann hierbei passiert sein, dass dein Nervensystem, und er hat ja den Hut auf, nicht das, was dein Ich und dein Verstand vielleicht meint, dass es für dich heilsam ist, sondern was dein Körper sagt. Es kann sein, dass dein Körper und Nervensystem in dem Moment oder in dem Zustand vielleicht oder auch nur in dem Fortschrittszustand, deine Heilung,
das alles einfach zu viel empfindet. Also du empfindest vielmehr eine Überforderung in dem Moment und oft sind Betroffene auch überzeugt davon, dass obwohl sie vielleicht Überforderung fühlen, sie müssen das weitermachen, sie müssen da so auch drin bleiben, sie müssen ja in dem Tempo, was vielleicht so vereinbart wurde, ja, das alles so mit weiter annehmen und weitermachen und sind womöglich auch nicht erstens bereit oder auch nicht richtig vielleicht in der Lage, ja, in eine offene Kommunikation zu gehen, weil sie auch meistens durch Prägung, aber vor Konflikten fürchten. Eine offene Kommunikation und einfach zu sagen, ich brauche dann Pause oder können wir da mal irgendwie ja ein bisschen dahinter schauen, ich fühle mich überfordert, wäre natürlich zu deinem Wohl, aber oft gelingt es Betroffenen nicht, darüber zu sprechen oder das überhaupt zu erkennen. Und dann meinen sie, okay, ich muss das jetzt abbrechen. Sie sehen ja keine andere Lösung. Mein drittes Beispiel ist, das knüpft ein bisschen sogar der an, was ich gerade beschrieben habe. Denn nicht selten, dass du vielleicht in einer Begleitung bist, wo du dann plötzlich merkst, vielleicht ist es auch eine Gruppenbegleitung, was du da hast, oder ist etwas, wo du regelmäßig deine Termine hast und du da auch noch vielleicht therapeutische Hausaufgaben bekommst und so weiter. Und dir wächst immer mehr das Empfinden, dass weder genug Zeit noch genug Raum für die Heilung gegeben ist. Damit sage ich nicht, dass vielleicht ja dieser Behandler oder Therapeut zu wenig gegeben hat, zu wenig Raum oder zu wenig Zeit gegeben hat. Es kann natürlich durch dieses Setting, was du dir ausgewählt hast, auch entstehen, wenn Gruppen gerade ja regelmäßig zum Beispiel jedes Wochenende sich sehen oder auch in stationäre Behandlung, wenn du bist und dort auch regelmäßig, nicht wahr, irgendwelche Sitzungen gibt, die auch sogar Pflicht sind oder auch keine Pflicht, aber du immer wieder die gleichen Personen dort siehst oder ein weiteres Beispiel für dich, dass du, egal in welche Form du diese Begleitung gerade genießt, aber dir die Zeit und auch ein Raum zum Wachsen ist nicht gegeben. Das heißt, und da möchte ich dich dazu einladen, das für dich auch zu reflektieren, wie dein Heilungsprozess eigentlich so im Allgemeinen bis jetzt verlaufen ist, vielleicht über die Jahre auch oder ja, jetzt gerade die vergangenen Wochen. Denn wir haben verschiedene Phasen während der Heilung. Es ist nicht so, dass ich linear lostrete und dann ist ja Heilung, sondern habe ich und der Körper braucht immer wieder auch ganz viel Regeneration. Psychotherapie und Traumatherapie sind kein Zuckerschlecken. Das ist kein einfacher Spaziergang, sondern es ist wirklich ein intensiver Zeit und viele nennen das Marathonlauf, was ausdrückt, dass du natürlich nicht nur eine gewisse Stabilität dazu benötigst, aber auch Ausdauer, sprich wirklich Kapazitäten. Das bedeutet, und lade ich dich dazu ein, dass du wirklich dann immer auch darauf schaust, ob du genug Zeit für Verarbeitung dort in deiner Begleitung bekommst oder nicht, oder fordere dir ein, ebenfalls Raum. Den Raum brauche ich auch privat, persönlich für mich. Und wenn ich nur in einer Gruppenbegleitung bin, wird es sehr schwierig sein. Viele fühlen sich auch benachteiligt oder nicht genug geachtet, nicht wahr? Ist vorprogrammiert, dass dort vielleicht nicht so viel Zeit auch gibt und Aufmerksamkeit, wie wenn du in einer Einzelbehandlung wärst.
Und der 5. Grund, den ich dir mitgebracht habe, es gab sogar im Deutschen Ärzteblatt, oder gibt es mehrere so Untersuchungen und Veröffentlichungen dazu, wurde ja schon immer wieder mal untersucht, was sind dann eigentlich die Gründe, beim Patienten auch Therapien abbrechen. Und einer der Gründe ist, dass Patienten tatsächlich dann auch scheuen und Angst davor haben, dass sie da wirklich in einen Konflikt geraten. Also sobald ein etwas Unsicheres aufkommt, dann sind sie überzeugt von, dass es nicht gut endet. Und es ist natürlich auch wieder die Prägung, ja, aus der Kindheit, beziehungsweise ich habe dann für mich abgespeichert und gelernt, okay, immer wenn dann passiert, dann pam 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 war die Folge, und entscheiden sich dann auch nicht selten, dass sie lieber sich verdrücken sozusagen, also sie kommen auch nicht mehr. Es gibt wirklich manche Patienten oder ja einfach Klienten, die sich dann nie mehr melden. Also das ist dann ebenfalls eine Art von Ghosting, ja, was die Therapeuten erleben, wie was wir vielleicht mit Entwicklungstrauma, und ich bin ja selbst betroffen, mal erlebt haben. Nicht gewollt und nicht mit Absicht, aber aus ein vielleicht Unvermögen noch heute mit Konflikten umzugehen. Angst war größer als die Aussicht auf eine mögliche Heilung. So könnte ich das auch zusammenfassen. Ja, jetzt haben wir 5 Gründe beleuchtet und ich bin mir sicher, dass noch welche auch du zu berichten hast. Denn es ist so vielschichtig und vielseitig, warum wir vielleicht auch schon eine ganz lange therapeutische Beziehung abbrechen. Und das ist ja nicht immer nur Psychotherapie oder Traumatherapie, es kann auch sonstige Therapieform gewesen sein oder auch mit einer anderen vertrauten Person. Ein vertrauenswürdiges Verhältnis, was wir plötzlich abbrechen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Erfahrungen du gemacht hast. Wo und wann hast du zum Beispiel mal auch Behandlung abgebrochen und was war denn da bei dein Grund? Ich möchte zum Schluss ganz entscheidend noch hier erwähnen und ganz wichtig, weder du noch der Therapeut ist meistens schuld. Es gibt auch Fälle, wo eine oder der andere, ja, auch der Klient kann mal Schuld tragen, und auch der Behandler oder Therapeut. Aber in den meisten Fällen ist es nicht irgendwie ein mit Absicht verursachte Schuld. Und daher auch meine Einladung an dich, dieses Gefühl von Schuld wirklich nicht an dich heranzuziehen. Ich wünsche dir alles Liebe, immer mehr Stabilität und natürlich auch gute Reserven, dass du, was du begonnen hast, dann tatsächlich auch zu Ende führen kannst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, Gabriela. Cause it feels like home.